Herzlich willkommen, liebe 1000 PS TV-Zuschauer. In der heutigen Folge unserer Motorradtechnik im Detail-Serie geht es um Connectivity. Ein Begriff, den viele von euch wahrscheinlich ohnehin schon kennen. Es geht um Verknüpfung, um Verlinkung, um Verbindung. Und so eine Verbindung werden wir jetzt gleich herstellen zwischen den schlauen Technikern, zwischen den Spezialisten von Vitesco, zwischen uns, der, sagen wir mal, teilweise schlauen Crew von 1000 PS und natürlich zwischen euch. Also bleibt's dran, es wird eine schöne Connectivity. Ja, ich sag mal, wenn man über dieses Thema Connectivity oder Konnektivität spricht, das ist sehr breit gefasst. Okay? Es gibt auch unterschiedlichste Technologien, mit denen man das etwas realisieren kann. Okay? Das, was du angesprochen hast, ist naheliegend, dass man eine Konnektivität über Bluetooth abbildet. Okay? Und das ist auch das, was wir jetzt auch für Asien entwickelt haben. Okay? Das ist auch dieses Gerät. Wir haben ein Bluetooth-Modul hier drin. Und die Funktionalität, die wir abbilden wollen, ist zum einen Immobilizer. Ja, dass wir hier eine Immobilizer-Funktionalität drin haben. Das ist, ich sage jetzt mal, wie eine Wegfahrsperre. Okay? Dass quasi nicht nur mechanisch ein Schloss da ist, sondern dass halt auch noch elektronisch das Ding verriegelt ist, sodass, wenn ich das mechanische Schloss, das Lenkradschloss überwunden habe, dass ich dann trotzdem nicht so ohne weiteres über irgendwelche Sachen kurzschließen und eine Spannung irgendwo anlegen kann, dass ich das Fahrzeug dann entwenden kann. Okay? Das heißt, ich hab dann zusätzlich noch eine elektronische Wegfahrsperre, einen Immobilizer. Der ist hier drin. Dann kann der Fahrer mit seinem Bluetooth-Modul einen gewissen Zugriff hier drauf haben, kann gewisse Daten auslesen, kann Fehlerspeicher auslesen. Und das haben wir auch für die Händler zugänglich gemacht, sodass auch die Händler über ein Smartphone die Fehlerspeicher auslesen können den Fehlerspeicher löschen. Der Fahrer kann sich informieren, was ist sein Durchschnittsverbrauch, was war meine Durchschnittsgeschwindigkeit. Und man kann sich dann natürlich auch vorstellen, dass man gewisse Sachen vom Handy, das ist das, was du angesprochen hast, dass zum Beispiel dein Handy die Navigation macht, die Interaktion mit diesem Motorsteuergerät passiert und dann eine Information an das Kombi-Instrument geliefert wird und da wird dann eine einfache Abbildung gemacht. Ich meine, man will dann, das, was wir heute sehen bei den Motorrädern, ist am einfachsten, wenn man diese Pfeile macht, also jetzt keine komplexen Landkarten, sondern eine relativ einfache, für den Fahrer sofort erkennbare Navigationshilfe anbietet. Und das ist einfach nur ein Spiegel von dem, was quasi von deinem Smartphone geleistet wird. Okay? So, das sind so die Kernfunktionalitäten, die wir haben, und das ist dann wirklich in der Tat mit einer Bluetooth-Verbindung dargestellt. So, dann was wir auch sehen, was auch im Gespräch ist, das ist jetzt das nennt sich Vehicle-to-X-Kommunikation. Das hat dann wieder einen Sicherheitsaspekt. Und das ist dann schon eine ganz andere komplexe Nummer, wo dann die Fahrzeuge, und nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch alle Verkehrsteilnehmer untereinander kommunizieren. Okay, das heißt, dass man dann weiß, wenn man jetzt einen LKW überholen will, ist da noch ein Fahrzeug davor. Das heißt, mein Fahrzeug weiß das schon. Okay? Weil die Fahrzeuge, die im näheren Umfeld sind, also ich rede jetzt wirklich in dem näheren Umfeld und nicht im Umkreis von 20 Kilometern, sondern die im näheren Umfeld, die tauschen sich untereinander aus und wissen um das Dasein des anderen. Ne? Insbesondere in Verkehrssituationen, die ich nicht einschätzen kann und. Ja, auch gerade wenn man in kurvigen Straßen unterwegs ist, dass man dann eine gewisse Reichweite hat, wo man dann was erkennen kann. Okay, das kann man beliebig komplex machen, aber die Idee von Vehicle-to-X-Kommunikation ist, dass die Fahrzeuge oder die Verkehrsteilnehmer untereinander kommunizieren, um eben einen größeren Sicherheitsaspekt zu
bringen. Das setzt aber auch voraus, dass eine gewisse Infrastruktur vorhanden ist. Also nicht nur, dass die Fahrzeuge untereinander kommunizieren, da muss auch, ich sage jetzt mal, an der Fahrbahnrand irgendwo muss dann auch eine Kommunikationshilfe da sein, eine Zentrale da sein. Es gibt ja diese intelligenten Lampen, die Straßenverkehrslampen, die jetzt gemacht werden. Da gibt es ja diesen Begriff Smart Cities, größere Städte, die jetzt immer intelligenter werden. Nicht nur, dass dadurch das WLAN angeboten wird, was ja das vordringliche Interesse ist, sondern dass auch so eine Infrastruktur für Vehicle-to-X-Kommunikation geschaffen wird. Ja, mit Ampelanlagen, die dann intelligent sind und. So. Und das ist auch ein Aspekt der Konnektivität. Und da ist der Aspekt eigentlich mehr ein Sicherheitsaspekt. Okay? Mehr Sicherheit zu schaffen, diese toten Winkelthemen zu eliminieren oder zumindest zu minimieren. Ne? Das ist wirklich der Anspruch. Während, wenn wir mal Bluetooth anfangen, da ist eigentlich mehr der Anspruch, dass man, ich sag mal, mit dem Smartphone einfachst interagieren kann. So, und dann gibt es aber auch eine Konnektivität, die findet im Fahrzeug statt. Also so eine Onboard-Konnektivität, wo eben gewisse Informationen ausgetauscht werden über ein Netz, oder ein Bussystem, was vorhanden ist. Ja? So. Und das fällt alles in diesen ganzen Begriff Konnektivität. Und da gibt es auch neue Technologien, verschiedene Technologien. Aber unser Fokus war, weil das naheliegend ist und weil jedes Smartphone ein Bluetooth hat, ist dieses Gerät mit Bluetooth auszustatten, um genau die Funktionalitäten zu liefern, die ich gerade beschrieben habe. Und das wird mehr werden in der Zukunft. Und das, was wir halt sehen, ist, dass das einfach nicht nur ein Motormanagement ist. Ne? Das, was wir gesagt haben, die Basisfunktion ist Zündung und Einspritzung. Und so hat es ja mal angefangen, 1980, auch 40 Jahre zurück. Aber die Komplexität heute und der Inhalt ist ein komplett anderer. Und der geht halt weit über eigentliche Motorfunktionen hinaus. Das ist für mich ein echter Horror. Das ist wirklich wahr. Ich verstehe es natürlich. Und deswegen wünsche ich mir schon immer noch so Motorradl, die jetzt halt nicht auf diesen Elektronikzug so aufspringen. Habe ich lieber keine Traktionskontrolle, ich hätte auch lieber kein ABS, aber dafür kann ich halt dazu fahren, wie ich halt fahren will. Und ich glaube, das wird es aber immer geben. Solche Nischen wird es geben und notfalls kauft man sich eine alte S-Rad Suzuki und fährt damit. Ja, so hat man auch mal angefangen. Es gibt auch Hersteller, die da angefangen haben. Das Problem oder die Herausforderung ist halt, dass die Ablesbarkeit. Okay? Der Gesetzgeber hat auch eine gewisse Anforderung, dass das Kombi-Instrument ablesbar sein muss bei Sonneneinstrahlung und. Und die Smartphones sind schon deutlich besser, wie das, was in den Anfängen da war, aber die erreichen halt unter bestimmten Bedingungen halt noch nicht die Ablesequalität von einem speziellen Kombi-Instrument. Und das hängt auch mit dem Herstellungsverfahren ab. So ein Kombi-Instrument ist dann einfach auch komplexer im Herstellungsverfahren. Im Endeffekt, sag ich mal, haben beide die gleiche Technologie, so ein TFT-Display, okay? Aber um diese Ablesequalität unter bestimmten Sonneneinstrahlungswinkeln zu erreichen, muss man halt ein bisschen komplexere Fertigungsprozess zugrunde legen, okay? Und der ist halt nicht üblich bei den Smartphones. Und deswegen haben sich die Smartphones Stand heute auch da nicht durchgesetzt. Aber man hat das durchaus schon versucht. Und ich sage mal, das kann auch durchaus erfolgreich sein in Ländern, wo es diesen Gesetzanspruch nicht gibt. Okay? So, versucht hat man es. Aber was man sieht heute ist vielmehr, dass es dieses Kombi-Instrument gibt, wo dann eben diese Basisinformationen draufstehen und dass man trotzdem sein Smartphone dazu verwenden kann, um dann zum Beispiel ein Navigationssystem oder wir nennen das ein erweitertes Kombi, zusätzliche Informationen abzubilden. Das sehen wir schon. Und es kann auch durchaus sein, dass wenn irgendwann mal die Smartphones diese Ablesequalität erreichen, dass dann das passieren wird, was du beschrieben hast. Aber Stand heute sind wir da noch nicht. Du, ich denke mir, es ist eine logische und gute Möglichkeit, Kosten zu sparen. Das Handy, ein gutes Handy, ist ein mega leistungsstarker Computer mit einem hochauflösenden Display, mit Internetanbindung. Na, klarerweise macht es Sinn, das ins Fahrzeug zu integrieren, als dass ich dort all das nochmal baue. Platt gesprochen, spart mir das 500 € pro Motorrad, aber ich kann einfach all die Dinge nutzen, die im Handy mit drin sind. Das ist ja wahnsinnig viel. Das ist GPS, Internet, ein fettes Display,
passt doch wunderbar. Das gehört verschmelzt, das gehört Kosten gespart, passt doch. Da gibt es ja 1000 Sachen, wo man das nutzen kann und ich glaube, da stehen wir erst am Anfang. Aber für mich wäre das durchaus ein gangbarer Weg, dass Motorräder ohne Display ausgeliefert werden. Schließlich mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Geschwindigkeitsanzeige und den Rest soll das eine perfekte App machen, die mit einem perfekten Anschluss einfach viel mehr Möglichkeiten und Funktionen mir bieten würde, wo ich mir selbst das Display dann gestalten kann. Ich meine, es sind grenzenlose Möglichkeiten. Stell dir das vor, wie die Kiddies darauf abfahren würden, wenn die selbst ihre Displays gestalten, wo die Flammen lodern und die Pfeile blitzen, und es wäre doch saugeil, wenn man das alles selbst für sich so machen kann, was ich mir da wünschen würde. Navi ist eines, aber keine Ahnung, im Motorrad werden schon so viele Informationen gesammelt, die könnte man für jeden individuell darstellen. Wetterbericht hinter der nächsten Kurve, schieß mich tot, ja. Das wäre doch alles geil, im Display zu sehen. Aber man sieht hier schon, wir haben die Möglichkeit, hier ein Dashboard anzuzeigen. Wir können das Dashboard dann auch in verschiedene Richtungen manipulieren, was wir gerne drauf hätten. Das heißt, wir können wie in einem modernen Pkw unser Display sozusagen selbst erstellen, wie wir es gerne hätten, dass es auf uns zugeschnitten ist. Aber wir haben auch die von dir angesprochene Key-Sharing-Option, weil das ist natürlich auch eine Zukunftsmusik, dass wir sagen, okay, nicht jeder hat sein eigenes Fahrzeug. Das sieht man im Pkw-Bereich schon, das sieht man in asiatischen Ländern auch schon, dass da das Carsharing bzw. Motorcycle- oder Scooter-Sharing immer mehr zunimmt. Und dann ist natürlich auch die Frage, okay, wie teile ich jetzt den Schlüssel? Das würde über unsere App dann auch funktionieren in Kombination mit unserem Motorsteuergerät. Das heißt, ich könnte dir dann den Schlüssel schicken, auch wenn wir nicht am gleichen Ort sind. Aus dem Urlaub könnte ich dir den Schlüssel nach Hause schicken und du könntest dann mit dem Roller hinfahren, wo auch immer du hin möchtest. Dass ich da irgendwelche Nachrichten abrufen muss, das brauche ich nicht. Ja. Aber wenn man weiter denkt und wenn ich jetzt sage, okay, was kann daraus entstehen in 10 Jahren, dann wäre das eine Vernetzung von Motorrädern, wo mich die Superduke, die 10 Minuten vor mir oder 5 Minuten vor mir am Stilfsee auch einen mächtigen Rutsch am Kurvenausgang hatte, weil da ein Öfleck ist, die könnte das meinem Motorrad sagen, wenn wir in der gleichen Cloud unterwegs sind, und dann kriege ich einen kleinen Gefahrenhinweis. Und das sind Dinge, die wären mit Handys, glaube ich, einfacher zu lösen, als wenn die Fahrzeughersteller selbst alles nochmal nachbauen. Wenn ich mit anderen KTM-Fahrern oder mit anderen Motorradfahrern in einer Community mit drinnen bin und die Fahrassistenzsysteme melden im Handy, hey, hier gab es einen Ölfleck, hey, hier gab es Glatteis. Die Radarwarnung muss ja nicht sein, aber vielleicht kann man die dann im Darknet kaufen. Aber wie auch immer, also da gibt es viele Dinge, die man jetzt vielleicht noch abstrus empfindet, aber die Entwicklungsmöglichkeiten sind viel größer, wenn eine hochwertige Hardware in Handyform mit dran steckt, die all das hat, was man sonst wieder doppelt bezahlen müsste. Ich tue wirklich wahnsinnig viel testen und das steht natürlich jetzt in jeder Presseaussendung steht da drinnen Connectivity und mir ist es einfach ganz normal wurscht. Und ich sage es halt auch leider immer so, ich probiere das nicht aus. Ich probiere das nicht aus, weil ich am Motorradl, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will keine Musik hören, ich will auch keine Navigation haben. Das Motorradfahren ist für mich einfach eine Art, das ist also eine ganz eigene Art des Lebens. Und das will ich dort genießen und nur das. Und wenn ich dann absteige, dann mache ich fürs Instagram ein Bildel oder mache ich ein Selfie oder irgendetwas oder schaue nach, wer mich angerufen hat. Aber wenn ich fahre, dann fahre ich. Relativ kurzfristig ist sowas möglich. Ich sehe aber hier nicht den europäischen Markt als Vorreiter, weil hier halt auch nicht so viel Roller genutzt werden, sondern bei uns ist ja der Motorradbereich eher der stärkere Bereich und dann aus Spaß, weil halt Motorradfahren Spaß macht. Das mit den Schlüsselteilen und so weiter, das sehe ich eher auf dem asiatischen Markt, wo die Roller dann natürlich auch als einziges Fahrzeug genutzt werden, aber das kann sehr kurzfristig kommen. Du, ich denke mal, da gibt es Motorräder, die möchte man nicht teilen, die man seine eigenen Babys in der Garage, das wird es, glaube ich, immer geben.
Aber dann gab es für mich auch schon Situationen, da hätte ich jetzt aber gern einen Barcode gescannt und nicht mit so einem ranzigen, unfassbar schlechten, ohne Fahrwerk ausgestatteten, weiß nicht wie die heißen, Scooter da über Rüttelplatten zu fahren, sondern hätte ich mir einfach irgendeinen Hauch von Fahrwerk gewünscht. Und das wäre doch geil. Ja. Wäre geil für die letzte Meile in der Stadt, für den nächsten Termin vom Bahnhof weg. Wäre doch geil, ja. Ja, also ich kann das noch gar nicht so beantworten, welche Datenübertragung da genutzt wird. Es gibt schon vorhandene Technologien. Wir sind auch dabei, uns einfach mal so einen Demonstrator aufzubauen, den wir nächstes Jahr verfügbar haben wollen. Und da gibt es vorhandene Technologien. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was wir da wenden. Es gibt, außer Bluetooth gibt es auch diese Near Field Communication, okay, NFC. Also im Endeffekt ist das so im Nahbereich Kommunikation. Okay, das ist auch zum Beispiel durchaus üblich im Automobilbau. Gibt es auch Technologien, wenn ich jetzt mich mit meinem Schlüssel dem Fahrzeug nähere, dann ist es nicht unbedingt Bluetooth, dann ist das diese Art der Technologie. Und dann, das kann auch durchaus sein, dass dann wenn wir dieses Vehicle-to-X sehen, dass das auf eine Mobilfunktechnologie gibt. Okay, da gibt es verschiedene Sachen. Wir sehen halt noch nicht, es gibt zwei Technologiestränge, sage ich jetzt mal. Wir sehen halt noch nicht, was sich da am Ende durchsetzen wird. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, okay, das wird die zukünftige Technologie sein. Wir haben jedenfalls zum Ziel, einfach mal für uns einen Demonstrator aufzubauen, damit wir mal wissen, wie komplex wird denn das? Und da geht es dann wirklich um dieses Vehicle-to-X. Und wann wird das soweit sein? Ich sage mal, das gibt durchaus schon Smart Cities, das ist heute schon real. Okay? Das ist nicht unbedingt real im Sinne von für die Fahrzeuge, da ist Smart City noch in anderen Bereichen. Ja, ich sag mal, das fängt an mit intelligenten Müllboxen. Okay, mit meiner Müllbox, die ich zu Hause habe, wo dann ein Sensor dran ist, nach dem Motto, okay, heute darfst du mich entleeren, weil voll drin. Ja, so. Also das ist jetzt keine Zukunftsmusik mehr. Smart Cities gibt es schon, aber die sind halt noch nicht da, dass wir jetzt sagen können, okay, dieses Vehicle-to-X-Thema das wird es morgen geben. Wir von der Motorradseite, wir sind auch massiv abhängig, was im Automobilbereich gemacht wird, weil das sind ja riesige Investitionen, die getätigt werden müssen, und die muss dann, ich sag mal, so eine Lead-Technologie wie der Automobilbereich, der muss da der Wegbereiter sein, damit wir dann, ich sag mal, in diesem Gefolge dann auf diese Technologie aufspringen können. So, und das ist in Diskussion, aber da gibt es jetzt noch keinen Entscheidungstermin, dass dann und dann wird es soweit sein, zumindest kenne ich keinen. Aber wie gesagt, Smart Cities, das ist nicht so weit weg. Ja, es gab und gibt immer wieder Themen in der Motorradgeschichte, in der Motorradtechnik, die den einen oder anderen anders berühren. Themen, die kontrovers diskutiert werden. Ich möchte nicht sagen, dass sich die Leute deswegen zerfleischen, aber Connectivity ist nun mal auch so ein Thema, das finden die einen gut, die anderen wieder grottenschlecht, die einfach der Meinung sind, früher war doch eigentlich alles besser, das ist modernes Teufelszeug, das wollen wir nicht. Daher bitte ich euch, postet uns unter dieses Video, was ihr von der Connectivity haltet, was ihr davon erwartet, was sie für euch am Motorrad leisten muss, damit die Techniker und wir sehen, woran noch zu feilen ist, was noch besser gemacht werden muss. In jedem Fall kann ich euch versprechen, dass wir in unserer Serie Motorradtechnik im Detail euch noch viele Videos auch unter diesem Video verlinken werden. Also bitte bleibt dran, bis nächste Woche.